Wenn der Blockster sich extra für euch ein NATO-farbenes T-Shirt anzieht, dann kann es sich heute ja nur um ein Flugzeug von Kobi aus der Armed Forces Serie drehen. Und dieses Flugzeug ist meiner Meinung nach das Beste seiner Klasse bei Kobi. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute schauen wir uns ganz frisch auf meinen Bautisch gelandet, möchte ich sagen, die Dassault Aviation Rafale C an, das Kobi-Set 5901 aus der Armed Forces Serie. Und wenn ihr jetzt denkt so, Blockstar, das hatten wir doch schon. Das stimmt, ich habe euch neulich erst in einem der vergangenen Videos die 5802 vorgestellt aus 2020. Nämlich auch die Rafale C von Kobi aus der Armed Forces Serie ebenso. Und dann können wir doch mal gleich, wenn wir uns dieses Set hier genauer auf dem Bautisch anschauen, im Review auch quasi ein Vergleichsfliegen starten. Oder was meint ihr? Und übrigens, meiner Meinung nach ist dieser Jet vielleicht gerade der beste, den Kobi zu bieten hat. Aber all das, wie gesagt, gleich hier auf meinem Bautisch. Ganz frisch mit Überschall auf meinen Bautisch eingeflogen. Das Kobi-Set 5901 aus 551 Steinchen bestehend, im Maßstab 1:48 daherkommend, die Dassault Aviation Rafale C. Das Set hatte ich euch neulich erst vorgestellt. Schaut gerne mal hier oben auf dem i bei meiner Kobi-Playlist vorbei. Jetzt hier aber die aktuelle Version aus 2025. Und das Gute ist, wir können dann die alte und die neue Version vergleichen. Aber zuerst wollen wir uns den Karton genauer angucken. Da sind die Fakten und die Bewaffnung, die bekommt ihr natürlich gleich bei den Infokarten zu sehen. Und wir sehen auch hier schon jetzt, dass wir etwas mehr Rundungen haben. Also eine schon jetzt sichtbare Evolution ist da. Aber das Wichtigste ist natürlich immer, was verbirgt sich im Karton. Und ich hoffe, wir kriegen unsere Rafale jetzt genauso zum Fliegen wie hier auf dem Originalfoto. Und dann schauen wir uns den Inhalt des Kartons genauer an. Ja, Freunde, da liegen zwei Bauabschnittstüten der Rafale C auf meinem Bautisch und eine Bauanleitung in Hochglanzformat gedruckt und vor allen Dingen DIN A4 und Klammer gebunden. Natürlich ein Jet aus der Armed Forces Serie, das wissen wir, Maßstab 1:48 und wir sehen es ganz groß, Pad printed, keine Aufkleber, wobei Kobi ja dieses Jahr so ein bisschen Aufkleber-Revival hatte mit dem Set 24358, den Volkswagen Golf GTI. Da haben wir eine Zierleiste zum Kleben. Hier diesmal nicht. Was wir aber haben, logischerweise ganz viel Kobi-Steine in diesem Light Bluish Gray von Kobi. Wir haben hier ein bisschen mehr Steine. Was an der Bewaffnung liegt, das denke ich mir, können wir uns schon mal ausdenken. Wir schauen uns die Anleitung genauer an und sehen, es hat dieses neuere Anleitungsdesign von Kobi, etwas kompakter, immer so in 4 Abschnitte so grob gehalten. Wir schauen uns natürlich zuerst die Legende an und klemmen mit der Tüte 1. Damit fangen wir an und hangeln uns dann von Baustep zu Baustep durch, bis wir fertig sind. Wichtig ist, der aktuelle Baustep ist immer der farblich hervorgehobene. Der Rest ist hier in diesem Fall blau-grau gehalten. Pfeile weisen uns den Weg und in diesen Rechteckchen, diesen abgerundeten, sehen wir immer, welche Steine wir direkt brauchen. Und wir bekommen ab und zu so Anlegehilfen, da müssen wir die Noppen gar nicht zählen. Das ist ganz cool. Da können wir vielleicht so schnell klemmen wie dieser Überschallflieger. Schauen wir uns noch an, wie viele Bausteps wir genau haben. Auf jeden Fall hier 82, bis wir das reine Flugzeug fertig haben. Und dann kommt der Stand. Nicht wundern, wenn ich dieses Set klemme, werde ich wahrscheinlich den Stand bei der Bautüte 2 zuerst bauen. Das mache ich immer ganz gerne, dann sind diese schwarzen Steine schon mal weg und ich kann mich dann auf den Rest des Flugzeugs konzentrieren. Fertig sind wir dann, aber das wollte ich euch erzählen, mit den Baustep 92, wenn wir unsere Rafale C auf den Stand, den ich gerade erwähnt habe, klemmen. Und auf den letzten Seiten dann die Teileübersicht und sollte euch da ein Stein fehlen, dann habt ihr die Nummer zum Stein dazu und könnt das bei Kobi hier auf der Service-Webseite bzw. dem Servicepunkt deren Webseite monieren. Die liefern dann ganz schnell. Und ja, ein bisschen Rückseitenwerbung ist immer cool. Die Phantom, die wir hier sehen, gab es schon. Hier oben auf dem i gerne mal nachgucken. Und diese Phantom, ja, die muss ich mir noch besorgen. Wenn ihr mich da gerne unterstützen wollt, dann lasst doch gerne ein Super Thanks da. Das könnt ihr unten anklicken. Dann wird dieses Flugzeug vielleicht sogar noch schneller bei mir landen.
Aber wir wollen jetzt nicht über die Phantom sprechen, sondern über die Dassault Rafale C oder über Dassault General. Lasst euch überraschen. Viel Spaß bei der Faktenzeit und mir beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Heute dreht sich alles um die Dassault Aviation Rafale C, ein französisches Mehrzweckkampfflugzeug, das zu den modernsten Kampfjets der Welt gehört und dank Herrn Trump unfreiwillig gerade in aller Munde ist. Also lasst uns direkt starten mit Zahlen, Daten und spannenden Fakten. Die Rafale entstand in den 80er Jahren aus dem Wunsch Frankreichs nach einem eigenständigen Kampfflugzeug. Ursprünglich sollte sie zusammen mit anderen europäischen Ländern entwickelt werden, doch wegen unterschiedlicher Anforderungen ging Frankreich eigene Wege. Am 4. Juli 1986 hob schließlich der erste Prototyp, die Rafale A, ab. Der Erstflug der seriennahen einsitzigen Rafale C erfolgte am 19. Mai 1991. Schauen wir uns nun die technischen Daten genau an. Die Rafale C hat eine Länge von 15,3 Metern, eine Spannweite von 10,9 Metern und eine Höhe von 5,3 Metern. Das Leergewicht beträgt 10 Tonnen und das maximale Abfluggewicht liegt bei 24,5 Tonnen. Angetrieben wird die Rafale C von zwei Snecma M88 Triebwerken. Jedes Triebwerk liefert einen Schub von 50 kN ohne und 75 kN mit Nachbrenner. Damit erreicht die Rafale C eine Höchstgeschwindigkeit von 1912 km pro Stunde, das entspricht Mach 1,8. Die maximale Dienstgipfelhöhe beträgt 16.800 Meter bei einer Reichweite von 1.850 Kilometern ohne externe Zusatztanks. Was die Bewaffnung betrifft, ist die Rafale C extrem vielseitig ausgestattet. Sie besitzt 14 Außenlaststationen und kann Luft-Luft-Raketen wie die Mika und die Meteor tragen, Luft-Boden-Raketen wie Scalp, EG und ASM, Seezielflugkörper des Typs Exocet sowie den nuklearen Lenkflugkörper ASMPA. Zusätzlich verfügt sie über eine interne Bordkanone vom Typ DEFA 791B im Kaliber 30 mm mit 125 Schuss Munition. Die Avionik ist hochmodern. Das Flugzeug besitzt ein aktives Radarsystem RBE-2AA, das gleichzeitig mehrere Ziele verfolgen und bekämpfen kann. Zudem gibt es das Spectra-Selbstschutzsystem zur Abwehr von Radar- und infrarotgelenkten Bedrohungen und eine Frontsektor-Optronik für passive Zielerfassung. Folgende Versionen der Rafale sind produziert bzw. geplant gewesen. Rafale A, ein einzelnes Demonstrationsflugzeug, welches ursprünglich zu Testzwecken gebaut wurde. Dieses Flugzeug hatte amerikanische F404 Triebwerke und war größer als die späteren Serienversionen. Es verfügte über keine militärische Einsatzfähigkeit. Rafale B, die zweisitzige Variante für die französische Luftwaffe Armée de l'Air, ursprünglich primär für Trainingszwecke konzipiert, aber inzwischen für eine Vielzahl von Einsätzen wie konventionelle Bodenangriffe und atomare Abschreckung genutzt. Rafale C, die einsitzige Version für die französische Luftwaffe Armée de l'Air, ausgelegt auf Luftverteidigungs-, Luftüberlegenheits- und Mehrzweckmissionen. Rafale M, die einsitzige Marineversion für die französische Marine, die Marine Nationale. Sie wurde speziell modifiziert für den Einsatz auf Flugzeugträgern mit verstärkter Struktur, stärkerem Fahrwerk und anderen Anpassungen. Eine zweisitzige Marinevariante namens Rafale BM oder auch Rafale N war ursprünglich geplant, wurde jedoch aus Kostengründen nicht weiter verfolgt. Gesamtzahl gebauter Flugzeuge. Bis Ende des Jahres 2022 wurden insgesamt 253 Flugzeuge des Typs Dassault Rafale ausgeliefert. Bis Ende des Jahres 2023 erhöhte sich die Zahl der bestellten Rafale-Flugzeuge insgesamt auf 495, davon 234 Maschinen für Frankreich sowie 261 Maschinen für den Export ohne gebrauchte Flugzeuge. Davon befanden sich Ende 2023 noch 211 Maschinen in Produktion. Die französischen Streitkräfte planen,
bis zum Jahr 2031 insgesamt 286 Rafale-Flugzeuge zu beschaffen. Bis Ende des Jahres 2023 beläuft sich die Gesamtzahl aller gebauten Rafale-Flugzeuge auf rund 500 Maschinen inklusive aller Exporte und laufenden Produktionsaufträge. Seit ihrer Einführung 2006 hat sich die Rafale C in zahlreichen internationalen Einsätzen bewährt, darunter in Afghanistan, Libyen, Mali sowie im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat in Syrien und im Irak. Die Rafale ist auch ein internationaler Verkaufserfolg. Ägypten bestellte 2015 24 Maschinen, Katar 36 im gleichen Jahr, Indien orderte 2016 ebenfalls 36, Griechenland 2020 18 und Kroatien 2021 12 gebrauchte Flugzeuge. Zusammengefasst ist die Dassault Rafale C ein technologisch fortschrittliches, vielseitiges und international geschätztes Kampfflugzeug, das auch in Zukunft eine bedeutende Rolle auf globaler Ebene spielen wird. Nach 1 Stunde und 50 Minuten Bauzeit steht sie hier auf ihren eigenen Rädern auf meinem Bautisch. Die Dassault Aviation Rafale C, das Kubiset 5901 aus der Armed Forces Serie im Maßstab 1:48, gebaut aus 551 Steinchen, eben die Rafale C. Hier am Rand steht aus 400 Steinchen, gebaut aus 2020, die 5802, ebenfalls die Rafale C. Das sehen wir schon hier am Typenschild links wie rechts. Hier natürlich der aus 2020, da der aus 2025 erkennen wir schon am transparenten Stand. Wir gucken uns natürlich heute die Version aus 2025 an und vergleichen dann natürlich gleich nochmal mit der aus 2020. Ich habe beide Anleitungen hier mal hingelegt. Ich lege euch gerne das komplette Review hier zur 2020er Version ans Herz. Findet ihr hier oben auf dem i eingeblendet bei meiner Kobi Playlist. Ich bin großer Fan dieses Flugzeugs, das muss ich schon sagen. Es ist ein europäischer Jet und ich finde ihn sehr schön. Man kann fast sagen, dass ich ihn sexy finde, weil dieser Jet, wie kaum ein europäischer, hier ein paar Rundungen hat, die mir wirklich sehr gut gefallen. Man könnte fast sagen, typisch französisch, ein Auge für das gewisse Etwas. Aber natürlich liegt hier immer die Meinung oder das Gefühl im Auge des Betrachters. Wir wollen uns aber hier eigentlich an die typischen Review-Gepflegenheiten halten. 551 Steinchen habe ich gesagt und ein paar Steinchen sind über. Darüber sprechen wir jetzt. Ein paar Bars, eine kleine Finne, ein paar Bolzen, eine traurige Bügelperle und einen weißen Bügelperlen-Applikator haben wir hier bei unserer 2020er Version übergehabt. Die Anleitung war schön schnell, easy zu bauen. Ich habe nur am Ende etwas gestruggelt hier mit dem Zusatztank. Ich zeige es euch, den wir hier nämlich unter das Fahrzeug noch bauen können. Den letzten hier, der markiert ist mit dem Buchstaben B. Wir haben nämlich 2 Außentanks und einen in der Mitte. Und das ist halt auch für mich das größte, ja nicht Manko, aber das größte Highlight oder die Besonderheit bei diesem Flugzeug, dass wir hier, und wir fangen gleich mal damit an, von unten halt einen Zusatztank haben, den wir halt nur anbringen können, wenn wir das Flugzeug nicht auf seinem originären Stand darstellen möchten. Also für alle die so ein Flugzeug gerne auf seine eigenen Räder stellen, für die ist es dann super, weil das Flugzeug vollgepackt ist, pickepacke voll ist in seiner Last, Waffenlast und Zusatztanks. Aber für den Flugmodus oder Startmodus auf dem Stand ist dann dieser Tank über. Und wir fangen mit dem Stand an. Kobi hat hier etwas sehr Lustiges gemacht, nämlich einfach das Typenschild hier recycelt. Warum nicht? Es ist wirklich hier, ihr könnt es sehen, 1:1 das gleiche oder derselbe Druck, wie wir auch in der 2020er Version finden. Der Stand ist auch gleich, bis auf halt das neue Transclear Formteil
mit der Achsaufnahme hier oben, mit der Kreuzachse vielmehr, damit wir halt dann die Flugzeuge im Flugmodus oder Start-Landemodus darstellen können. Habe ich natürlich wie immer quasi sofort gebaut, weil ich das nicht mag, wenn ich ein Flugzeug baue, was die gleichen, also fast aus den gleichen Steinen besteht und bei der Tüte 2 dann an so den Stand komme, dann baue ich den immer als erstes. Das nicht wundern, wenn ihr zum ersten Mal meine Videos guckt und beim Speedbuild darüber gestolpert seid, dass ich halt die erste Tüte gebaut habe oder die ersten Tüten und dann hier mit dem Stand weitergemacht habe. Und was ich meine ist, ich zeige es euch gleich, wir gehen in die Vollen, ich habe es euch gesagt, das ist dieser Tank, den wir dann hier quasi extra aufnoppen. Ihr seht es hier auf dieser Jumper Plate quasi mit der großen Ausführung, damit wir hier die richtige Jumper in diese, ich nenne sie mal Negativ-Jumper einbringen können und mit dieser einmal einer Round Plate mit oben und unten Noppe können wir dann hier in die eigentliche Achsaufnahme für den Stand hier den Stand anbringen und können dann unsere Rafale, halt, jetzt habe ich das falsche Loch genommen, aua, aua, hier in Flugmodus darstellen. Und so, das müssen wir auch nochmal richtig anbringen. So, jetzt haben wir hier unsere Rafale C im Lande-, Start-, wie auch immer Modus dargestellt. Ich finde den Schwerpunkt ein bisschen blöd gewählt, weil somit wir quasi fast keine Chance haben, hier einen dynamischen Schrägstand hinzubekommen. Wobei, will ich mal nicht meckern, so riesig anders ist der bei der 2020er Version auch nicht. Wobei schon, wir sehen es, hier ist es etwas dynamischer, wenn wir hier nur so eine leichte Erhöhung haben. Also hier bietet sich dann wirklich an, vielleicht das Fahrwerk abzunehmen. Aber gucken wir uns es einmal ganz optisch neutral, ohne hier gleich das Fachgesimpele von außen an. Wir sehen, glaube ich, schon, dass wir hier eine etwas Brick-Build-mäßige Version haben. Wir sehen ja auch Noppen hier an den kleinen Seitenflügel hier vorne schon. Wir sehen hier massiv in den Wedge-Plates hier schon die Noppenaufnahmen und auch die Form von vorne ist nicht ganz so schön rund wie hier bei der 2025er Version. Es wäre ja auch schade. Ganz markant natürlich hier das gebaute Seitenleitwerk, während wir bei der 2025er Version hier ein absolut hammercool bedrucktes Seitenleitwerk haben. Das schauen wir uns gleich an. Und massiv hier auch das Fahrwerk, das wir mit diesem typischen Kobi-Formteil haben hier vorne. Das sieht halt auch ziemlich krass aus im Vergleich zu der Version aus 2025. Ich drehe es jetzt nochmal ganz kurz von der Seite, von hinten. Hier haben wir Hinge mit Plates, während wir hier auch Hinges haben, aber wir haben hier die runden Teile, diese Slopes. Somit wirkt es auch etwas filigraner. Und hinten haben wir hier dann fast die gleichen Bautechniken, außer dass wir hier etwas steilere Slopes haben. Hier sind sie etwas flacher, diese 2x2er gefällt mir auch besser. Und die Drucke sind sonst ähnlich angebracht. Ist ja auch sonst das gleiche Flugzeug. Ihr seht auch hier, der Stand wackelt viel mehr als dieser hier. Also auch ganz cool. Jetzt habe ich quasi nur erstmal über das Optische geredet, im Vergleich allzu neu, ohne uns die neue mal so richtig anzuschauen. Und warum ich meine, dass dieses Flugzeug für mich eines der schönsten ist in dieser Preisklasse. Erstmal ist es eine Neuauflage eines Sets, das 5 Jahre alt ist. Das finde ich schon mal gut und wir sehen, und deswegen war mir das wichtig, euch gerade mal hier diesen Kreis zu zeigen, dass wir hier wirklich eine Evolution haben. Also nicht das gleiche in grün, andere Drucke und fertig, sondern hier wurde wirklich komplett überarbeitet. Dann haben wir einen europäischen Jet, da bin ich immer Freund von, nicht den 12. amerikanischen Jet, also nicht die 7., 8. F-16 oder schon wieder eine F-35 oder eine F-14, F-15. Deswegen bin ich sowieso Fan der Rafale. Und dann hat sie halt einfach diese schöne runde Form von vorne. Schaut ihr hier, diese Lufteinlässe mit dieser 8 oder dieser Herzform, mit dann diesen schönen jetzt Formteilen hier, konisch zulaufend, das gefällt mir richtig gut. Und wir haben hier also wirklich kaum richtige Kanten, das gefällt mir. Man kann hier kaum irgendwo so richtig erahnen, außer natürlich jetzt hier an den Flügelspitzen.
das wir hier mit Klemmbausteinen gebaut haben. Und das gefällt mir gerade bei so einem Jet, der in echt ja sehr runde, markante, ja, stromlinienförmige Ausbauten hat. Und was ich bei diesem Jet besonders toll finde, sind die Drucke. Hier vorne die Drucke zum Beispiel, dann hier Sauvetage, wahrscheinlich Rescue. Wir haben hier die Cocarde, die französische, die Luftbremsen, hier die Bewaffnung, die Wartungsklappen, hier hinten auch die Luftbremsen und ganz, ganz krass, schaut euch mal an, wie bedruckt dieses Seitenleitwerk ist. Also man sieht da jede Niete hier oben und da steht auch ganz klein Rafale. Also auch wenn das hier nur grau ist, finde ich trotzdem hat Kobi hier alles bedruckt, was geht. Die Kanzel ist da fast schon Standard. Das gefällt mir richtig gut. Für so einen Jet, der in echt jetzt auch nicht gerade als das Farbmonster daherkommt, richtig klasse. Und was ich halt auch super finde ist, wir kriegen von unten hier wirklich ein fast cleanes Flugzeug. Wir sehen die Cocarde wieder. Natürlich auch dessen geschuldet, weil wir hier alles vollgepackt haben. Und ich gehe mit euch mal kurz die Bewaffnung durch. Wir haben hier die zwei Luft-zu-Luft-Raketen, die Mika, so werden sie genannt im Französischen. Wir haben die Meteor hier unten drunter. Das sind auch, hier geht sogar die Spitze ab, das ist so eine typische Krankheit bei so Kobi Raketenteilchen. Haben wir auch hier wieder eine Air-to-Air-Missile, die heißt Meteor. Und wir haben dann natürlich die ganz markanten und bei Kobi eigentlich schon fast standardmäßigen Bomben-Raketenformteile, die es schon seit der Small Army Serie gibt, also sehr lange. Das sind Luftbodenraketen, die AASM Hammer. Und natürlich, wie von mir erwähnt, hier die Zusatztanks. Den dritten, den ich wie gesagt nur anbringen kann, wenn ich nicht den Stand nutze. Wir haben hier auch noch die Drucke für die Lufteinlässe, das finde ich ziemlich cool. Und wir haben hier das Fahrwerk, was wir in typischer Kobi-Manier auch einfach abnehmen können, damit wir es dann in einer dynamischen Flugpose anbringen können. Das machen wir nochmal. So, so und dann hier unsere Flügelchen und dann packen wir es auf diesen Stand drauf und schon haben wir den Jet in der Luft. Wie gesagt, ein bisschen schade ist, dass wir ihn hier nur in so einer geraden Form haben und auch ein bisschen schade ist, da muss man aufpassen, diese Bewaffnungen an den Flügelspitzen, die hängen auch nur quasi auf einer Noppe. Hier einmal die Rakete hängt nur an einer Noppe, nämlich an diesem Stab. Und dann auch an der Spitze haben wir hier mit diesem Bracket auch nur eine Noppe. Da muss man immer ein bisschen korrigieren, wenn man das richtig dynamisch gerade haben möchte. Und natürlich hat man dann so ein bisschen was über. Ich habe gesehen, im Netz gibt es den Jet für 44 Euro. Und ich finde halt, das ist meine persönliche Meinung, für einen Jet dieser Machart, mit dieser Detailverliebtheit dann doch irgendwie in seiner Schlichtheit, in dem Grauen, also ich sag mal die Fröhlichkeit der Farben hier im Grau gehalten, mit diesen Drucken, auch wenn es nur ein simples Formteil ist, mit den Seitenteil hier, mit den Nieten, die man überall sieht, das gefällt mir richtig gut. Und wir haben hier eine wirklich gute Weiterentwicklung zu einem hier etwas schmal gehaltenen, fast klobigen Set zu der jetzt 2025er Variante. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Natürlich ist das hier ein Jet im Grau, aber ich finde gerade dadurch kann man gut vergleichen von der alten zur neuen. Und ich habe noch gar nicht hier unten über die Behältnisse geredet für die Elocar, also die elektronische Kampfführung. Also von daher habe ich hier wirklich wenig zu meckern. Wir können uns noch mal ganz kurz, auch wenn es Standard ist, den Piloten angucken, auch wenn das wieder typisch Kobi nur so ein halber Pilot ist. Wir sehen aber hier auch das ganze Cockpit. Wir haben hier einen schönen Druck der Instrumente und wir haben hier wieder wie immer unsere halbe Pilotenfigur, die keine ganze ist, aber ihr könntet hier unten ein bisschen cheaten und Kobi Beinteile reinmachen, hättet ihr den ganzen Piloten, auch wenn mit, also als Schrumpfgermane geht es nicht, weil es ein Franzose ist, aber ja, es sieht ein bisschen komisch aus mit diesem kleinen Oberkörper und die normalen großen Kobi-Beine. Was ich an diesem Jet nicht ganz so hübsch finde, aber was ist so typisch französisch, ist halt dieser
permanente Rüssel zur Luftbetankung, aber so what, ich habe das Flugzeug nicht designt. Trotzdem finde ich es super, super faszinierend. Ich denke mal, das kommt bei diesem Review rüber. Und ich baue jetzt trotzdem wieder alles zusammen, weil ich immer oder bei fast all meinen Flugzeugen in den Regalen das Laufwerk, das Fahrwerk mit draußen habe. Einfach weil es mehr Bauspaß ist, die anzustecken. Trotzdem finde ich es schade, dass ich hier irgendwie diesen dritten Behälter dann nicht nutzen kann, wenn ich das Flugzeug auf den Stand stelle. Also tolle Idee und ja, hat doch was damit zu tun, dass man hier akkurat arbeiten wollte. Jetzt habe ich meine Rafale gehauen, aber so können wir sie noch mal kurz drehen. Aber wisst ihr was, Leute, das klemmen wir uns einfach. Wir schauen uns jetzt einfach das Flugzeug noch mal im Detail an, denn das gehört zu meinen Videos dazu, ist der gute Ton, dass ihr gleich Detailbilder kriegt. Dann könnt ihr selber noch mal gucken, ist das Flugzeug was für euch? Natürlich, bei den Bildern machen wir noch mal ein Schwesterbild mit der 2020er Version. Und diese Frage lassen wir mal offen, wie wir das finden mit den Behältern und schauen uns gleich nach der Bildershow noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Ja, Freunde, wie immer an dieser Stelle und wie eben gerade schon versprochen, bekommt ihr Detailbilder vom Kobi-Set 5901 und auch gleich noch von der 5802, damit ihr die beiden Rafales in der C-Variante vergleichen könnt. Ich würde euch gerne einmal bitten, hier eure Meinung zu beiden Sets in die Kommentare zu ballern. Lasst mich wissen, wie ihr diese beiden Flugzeuge findet, also die 2000er Version und die Version von 2025 und wie ihr es denn empfindet, dass ich sage, das ist für mich der beste Jet von Kobi in dieser Preiskategorie. Ich sag mal von 40 bis 50 Euro. Ich habe es gerade erwähnt, ich habe es im Netz schon bei 44 Euro gesehen. Ich finde, es hat tolle Drucke, dieses Flugzeug. Es hat ja dieses Feature, dass wir noch ein extra Zusatztank anbauen können. Gut, das Flugzeug ist somit auf sein eigenes Fahrwerk noch. Der Stand ist somit überflüssig. Ja, das lässt mich noch ein bisschen unschlüssig und das werde ich wahrscheinlich auch noch weiter mit mir herumtragen, ob das nun ganz gut ist. Aber trotzdem die Drucke in dieser Schlichtheit, in diesem Grau. Wir haben einen europäischen Kampfjet, einen französischen. Mir gefällt das Flugzeug einfach. Und mit den Drucken, mit den Details, mit der Umsetzung. Wir sprechen hier eigentlich fast schon von einem Airfix-Modell oder einem Revell-Click-Modell, weil man kann es ja eigentlich nicht so richtig unterscheiden von einem richtigen Modell. Und wir haben hier Klemmbausteine. Deswegen für mich hier das beste Flugzeug in der Preiskategorie. Aber ich bin ja hier nur der liebe Blogster, der euch diese Bewegtbild und Ton und Informationen liefert. Eure Meinung ist mir verdammt wichtig, deswegen mache ich ja diese Videos. Schreibt mir eure Meinung bitte in die Kommentare, lasst uns darüber diskutieren und vielleicht habt ihr eine andere Meinung, aber dann würde ich sie auch gerne wissen, also lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und jetzt zum Abschluss noch einmal schauen wir uns in die Augen final. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass es mir lieb ist. Diesmal muss ich mir keine blöden Wortspiele einfallen lassen. Der Bau der aktuellen Rafale C aus 2025 hat mir richtig Spaß gemacht. Ihr habt es ja gerade bei dem Review gesehen, im Vergleich zur 5802 haben wir hier wirklich eine richtig coole Steigerung und den für mich in der Preiskategorie besten Jet, das beste Flugzeug aus dem Hause Kobi. Nur eine Sache verstehe ich nicht. Ich bin eigentlich Riesenfan der Kobi Stands. Und gerade auch die Evolution mit diesem durchsichtigen Teil, mit dem durchsichtigen Stab, mit der Achse oben zur Aufnahme der Flugzeuge, gefällt mir richtig gut. Aber ohne den Stand können wir nicht die Zusatzbehälter oder den Zusatzbehälter hier unten anbringen. Daher meine Frage an euch. Findet ihr das gut? Also mehr Steine und ihr stellt euer Flugzeug sowieso auf das Fahrwerk, oder seid ihr auch lieber Freund fliegendes Flugzeug oder startendes Flugzeug und ihr baut das Fahrwerk ab bzw. lasst das Flugzeug mit Fahrwerk starten. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, das würde ich gerne wissen. Ihr wisst ja eh, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, ich beantworte jeden Kommentar, denn ich möchte ja wissen, was bei euch da draußen, sofern ihr Fans von Kobi seid bzw. von Klemmbaustein, da draußen fühlt. Lasst es mich gerne gerade hier in Bezug auf diese Thematik bei der Rafale C von Kobi wissen. Und ja, ich habe sonst alles gesagt.
Ich mag den Flieger und er kommt bei mir natürlich auf dem Stand und dann ins Regal zu seiner Schwester. In diesem Sinne, au revoir, wie immer, einen guten Flug, auf Wiederbauen, euer Freund der Blockstar.